Nach dem Teileinsturz der Carola-Brücke in Dresden läuft die Suche nach der Unglücksursache. Es gibt auch eine erste Vermutung: Korrosion im Inneren der Brücke. Das Gebiet wurde inzwischen weiträumig abgesperrt, denn weitere Teile könnten laut Feuerwehr auch noch immer einstürzen. Die gute und wichtigste Nachricht: verletzt wurde bei dem Ganzen niemand. Viktoria Grünter. Der mittlere Teil der Brücke liegt nun größtenteils in der Elbe. Die Feuerwehr rechnet allerdings damit, dass noch weitere Stücke einstürzen. Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt, als die Carola-Brücke gegen 3 Uhr nachts zusammenbricht. Und das, obwohl 100 Meter des Fußgänger- und Radwegs sowie der Straßenbahngleise eingestürzt sind. Nur 18 Minuten zuvor war noch eine Straßenbahn über die Brücke gefahren. Ich persönlich war der ersteintreffende Einsatzleiter vor Ort, und bei der Erkundung konnten wir feststellen, dass am Brückenkopf auf der Altstädter Seite ein etwa 1 Meter großer Spalt zu verzeichnen war. Und während wir diese Lagererkundung durchgeführt haben, gab es einen lauten Knall und 2 Fernwärmeleitungen sind sozusagen dort geborsten. Deshalb gäbe es in der gesamten Stadt keine Fernwärmeversorgung. Die Elbquerung besteht aus 3 Zügen. Zug A und B waren in den letzten Jahren bereits saniert worden. An dem nun eingestürzten Zug C hätte ab 2025 gebaut werden sollen. Der für den Erhalt von Brücken zuständige Abteilungsleiter ist erschüttert. Er hat bereits eine Vermutung, was zu dem Einsturz geführt hat. Zu Zeiten der DDR sei massiv Chlorid in die Elbe geleitet worden. An dieser Stelle, wo jetzt der Bruch eingetreten ist, über dem Pfeiler, da steht auch gerade ein Mast von den Verkehrsbetrieben, sodass es denkbar ist, dass an der Stelle eben massiv die Chloride eingedrungen sind und dort im Inneren der Brücke zu einer Korrosion der Bewehrung geführt haben. Dass der Zustand von Zug C so schlimm gewesen sei, sei nicht vorhersehbar gewesen. Auch die Polizei geht bislang von einem Unglück aus. Es ist heute ein besonderer Tag, der 11. September. Ich glaube, es ist Ihnen klar, dass wir, wenn wir so einen Einsturz bewerten, das natürlich auch in einem anderen Kontext tun müssen. Fakt ist, es gibt 0 Anhaltspunkte für irgendein strafbares Verhalten im Moment. Ob die Brücke tatsächlich aufgrund einer Korrosion durch Chloride eingestürzt ist, müssen nun die Untersuchungen zeigen. Die noch stehenden Brückenteile bleiben bis auf Weiteres gesperrt. Das Ganze hat sich meine Kollegin Marie Droste noch mal genauer angeschaut und fasst die möglichen Ursachen für diesen Brückeneinsturz für Sie zusammen. Also dieser Einsturz der Brücke, da kann man wirklich nur sagen, Glück im Unglück, dass das Ganze wenigstens mitten in der Nacht passiert ist. Denn also 18 Minuten zuvor fuhr genau über diesen Teil der Carola-Brücke noch die letzte Straßenbahn. Man will sich gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn das zu diesem Zeitpunkt dort eingestürzt wäre. Denn wir haben eben also etwa über 100 Meter diesen Abbruch der Brücke. Und man sieht also auch vorne schon in den Bereichen, dass die gesamte Stabilität dieser Spur, dieser 3-spurigen Brücke also nicht mehr gegeben ist. Und die Vermutung ist also nun, dass wir es hier mit Korrosionseffekten zu tun haben. Denn über die Zeit, deswegen saniert man ja auch Brücken, sind die schon auch anfällig. Und gerade in diesem Fall ist die Überlegung, dass also Chloride, die mit der Zeit durch kleine Risse etwa in der Fahrbahn, in der oberen Fläche des Betons, dass die eingedrungen sind, gerade wohl auch in diesem Bereich, wo der Abbruch ist, befindet sich also ein Pfeiler dort der Verkehrsbetriebe. Und gerade solche Pfeiler, die Stützpfosten unten, sind eben besonders anfällig dafür, dass dort Wasser eindringt. Denn Chloride, sowas befindet sich auch in Tauwasser oder wenn jetzt der Winterdienst kommt und dort sprüht. Das Ganze sorgt dafür, dass eben gerade auch dieser Spannbeton, Beton generell porös wird, anfällig wird und gerade auch die Stahlkonstruktionen dann da drin angegriffen werden und somit also auch brechen können. Nun ist die Carola-Brücke eine von 3 zentralen Brücken dort in der Innenstadt. Und gerade die Sanierung hat man sich ja vorgenommen. In 2 Teilen ist das auch schon passiert. Wir haben noch das weitere Problem, dass also auch die Fernwärmeleitung dort über die Brücke läuft. Man versucht das Ganze jetzt anderweitig umzuleiten. Also in Teilen zumindest hat die Stadt Dresden inzwischen wieder Versorgung mit Heißwasser und Fernwärme, aber eben auch die umliegenden Straßen, der Schifffahrverkehr auf der Elbe, all das ist gesperrt. Und wenn wir jetzt auf diese Sanierungsmaßnahmen kommen, also man ist nicht dabei an die Brückenträger, an die Brückenpfeiler gegangen, das ist richtig, sondern ist im oberen Bereich geblieben, hat aber schon, also nur von der Fahrbahn würde ich jetzt auch nicht sprechen, sondern den oberen Teil der Brücke, der befahren wird, hat man schon materiell auch ausgetauscht. Also Carbonbeton hat man da eingesetzt. Und gerade eben in diesem Teil C, also der Teil, der jetzt massiv abgesackt ist, ist das noch nicht passiert. Da hätte man also auch das Material getauscht. Das Ganze war fürs nächste Jahr geplant.
ist jetzt natürlich alles völlig illusorisch. Also so sieht das etwa aus, denn gerade eben das Problem mit den Spannbetonbrücken, die zu der Zeit sehr modern waren, auch in der DDR dann oft nicht so gut gepflegt worden sind, weshalb diese Korrosion also noch schneller erfolgt ist. Das wollte man also auch im Teil C machen, aber wir sehen es eben nun, das ist schon wirklich massiv. Und das Problem ist eben auch, dass man sieht es hier vielleicht ganz gut, dass auch diese einzelnen 3 Teile natürlich über Querpfeiler miteinander verbunden sind. Und deswegen muss man jetzt also ganz genau schauen, ob nicht generell diese komplette Brücke statisch eigentlich gar nicht mehr zu gebrauchen ist und eigentlich komplett abgerissen werden müsste.